Als nächste Rednerin möchte ich begrüßen Elsa Rassbach. Elsa ist Deutsch-Amerikanerin und aktiv sowohl in der deutschen als auch in der US-amerikanischen Friedensbewegung, ganz besonders bei Code Pink, Frauen für den Frieden. Hello everyone. I'm so glad to see you all here. And I'm going to speak just a few words of English, just in case any Americans are standing here somewhere in the crowd. I was born in 1943 in Detroit, and I grew up in Denver, Colorado. Some of you have heard of the Denver Clan. You've seen lots of cowboy and Indian movies, and that's the place that I grew up. And I'm still vote in the U.S. I pay U.S. taxes. My mother was American. I have a German name because my father came from Germany to the U.S. in 1939. And he came from a conservative family, actually. And he was so traumatized by what the German people had done that he lost the ability to speak his German mother tongue, or at least he told us that. So I grew up speaking only English. Dann in den 60er Jahren bin ich nach Deutschland zum Studium gekommen und hier habe ich Deutsch gelernt. Und ja, ein bisschen mindestens. Und bei der letzten Stop RAMSTEIN Demo habe ich gesprochen über die US-Kriegsverbrechen, insbesondere Drohnenkrieg, und unsere Aufforderung der US-Friedensbewegung, sei gegrüßt von den US-Friedensbewegungen übrigens und von Code Pink und alle von uns. Okay, Entschuldigung, okay. Ja, dass wir haben eine Forderung an die Drohnenpiloten, die Befehle zu verweigern. Wir halten diesen Krieg für illegal und verfassungswidrig gegen die US-Verfassung. Aber diesmal möchte ich ein bisschen über was anderes sprechen. Und zwar, ich möchte darüber sprechen, wie wichtig es ist, dass ihr alle Friedensbewegten Gespräche mit US-Amerikanern hier in Kaiserslautern, auch in Stuttgart und so weiter aufsuchen. Das wird sehr friedensfordernd sein. Ich erzähle kurz aus meiner Kindheit. Als ich aufgewachsen bin in Colorado, hatte ich sehr viel Albträume, weil in Kalten Kriegszeit, weil es war in der Nähe von US Air Force Basen, die wichtig waren für den Atomkrieg, für den Einsatz. Und wir wussten, dass die Ziele werden, diese Basen. Und ich hatte sehr viel schreckliche, und andere Kinder, die ich kannte, hatten auch Albträume. Vielleicht haben auch Kinder hier auch Albträume, weil natürlich RAMSTEIN wäre auch ein Ziel. Aber das Schlimme ist, wir hatten keine Ahnung, warum das so war. Wir wussten gar nicht, haben nie gelernt, dass der Atombombenaufwurf auf Hiroshima und Nagasaki militärisch gar nicht notwendig war und ein riesen Kriegsverbrechen war. Und zwar ein Kriegsverbrechen, der nur zwei Männer haben sich dafür beschlossen. Präsident Truman und ein Berater von ihm. Das hatten wir nicht gelernt. Eine andere Sache, was wir nie hörten, in der Schule und auch nicht im College, war, dass 20 Millionen Russen oder Sowjetbürger umgekommen sind im Zweiten Weltkrieg. Über die sowjetische Opfer, über die sowjetische Rolle in der Befreiung von Europa haben wir nie gehört. Und das ist auch heute so. Nie gehört. Erst als Studenten hier in Deutschland habe ich davon erfahren. Und eine andere Wende für mich war in der Begegnung mit deutschen Studenten in der Studentenbewegung, dass ich verstand, was für ein Verbrechen der Vietnamkrieg war. Und dann arbeiteten wir zusammen, deutsche und amerikanische Studenten in Berlin, und gingen in die Kneipen und sprachen mit den Soldaten. Und es entwickelte sich nicht nur in Berlin, sondern weltweit, auch in den USA,
ein riesiger Widerstand in den US-Streitkräften damals. Es sind Tausende desertiert aus Deutschland und es gab Widerstand, Befehlsverweigerung und so weiter. Und das ist ein Grund, warum also mit dem Kampf der Vietnamesen, ganz tapferen Kampf, aber diese Zersetzung von innen der US-Streitkräften, weil die Amerikaner konnten das nicht moralisch tragen, diesen Krieg, die Mehrheit, viele Soldaten. Deswegen ist der US-Abzug aus Vietnam erfolgt, ohne dass die USA eine Militärbase in Vietnam gelassen hat, obwohl wir 800 weltweit haben. Es war ein riesiger Sieg und teilweise durch den US-Widerstand. Also wir in Code Pink empfinden einen riesen Schmerz wegen die US-Verbrechen. Dieser Vietnamkrieg hat mein Leben geprägt seitdem. Und seitdem versuche ich mich für den Frieden einzusetzen. Und viele Amerikaner tun das selber. Viele Kriegsveteranen des Vietnamkriegs, wie auch RegenbogenTV, war nicht in Vietnam, aber war aus der Zeit in den Streitkräften, die sind unter unsere führenden Friedensaktivisten. Das ist ein Grund. Die Menschen hier, die 50.000 Amerikaner, man soll nicht annehmen, dass sie alle gegen uns sind. Viele haben viele Fragen. Vielleicht kommen die nicht alle hier in Scharen, aber man soll in die Kneipen gehen, man soll mit denen sprechen und versuchen, so viel wie möglich mit ihnen zu sprechen. Und ich sage in einem Augenblick auch warum. Übrigens, ein Grund auch, die Veteranen des Vietnamkriegs, wie auch des Irak- und Afghanistan-Kriegs, begehen sehr viele Selbstmorde. Und zwar, obwohl 3 Millionen Vietnamesen gestorben sind, getötet worden sind in dem Vietnamkrieg, und 50.000 US-Soldaten, sind noch mehr als 50.000 haben sich umgebracht seit dem Krieg. Und es passiert dasselbe mit dem Irakkrieg und Afghanistan-Krieg. Und deswegen sagt die USA, okay, wir versuchen eine Art Krieg zu führen, wo keine US-Amerikaner getötet werden. Wir töten nur willkürlich teilweise sehr viel Muslimen, sehr viel Afrikaner, sehr viel Araber. Aber, da entwickelt sich aber auch Widerstand. Wir würden gar nichts über die Rolle von RAMSTEIN in einem Drohnenkrieg wissen, ohne Brandon Bryant. Aber das wäre, ja, Brandon Bryant ist ein Teil der Whistleblower-Bewegung und der Widerstandsbewegung der USA, wie auch Edward Snowden. Aber die deutsche Regierung, die Gerichte ist wichtig, noch mehr Zeugen zu finden. Gerade Zeugen aus RAMSTEIN. Wenn irgendjemand hier aus RAMSTEIN auch sprechen würde in den Gerichten und sagen würde, er hatte solche Anrufe bekommen, Befehle zum Töten aus Basis in den USA oder aus den USA, das wäre sehr wichtig. Deswegen auch. Und ich wollte nur kurz sagen, auch zur Begründung, der große britische Schauspieler Peter Ustinov hat gesagt, Terrorismus ist der Krieg der Armen und Krieg ist der Terrorismus der Reichen. Und wenn die deutsche Regierung weiterhin diese Politik macht und die USA so unterstützt bei allen und besonders beim Drohnenkrieg, dann können wir bald erwarten, natürlich, Terrorismus in Deutschland, genau wie in Brüssel, in Paris und so weiter. Natürlich. Und die werden das dann, ja, das ist aber wirklich absolut sicher. Und wenn das so sich entwickelt, werden wir die totale terroristische Züge dieser Drohnenkrieg mehr und mehr sehen. In den USA gibt es jetzt ein Gesetz, dass der Krieg gegen den Terror von Boston bis Pakistan, also auch in den USA, auch US-Bürger, wenn die als Terroristen verdächtigt sind, können umgebracht werden und sind auch umgebracht worden. Sogar ein 16-Jähriger aus meinem Bundesstaat Colorado in Jemen. Wenn wir das mitmachen, dann wir verlieren allmählich unsere Demokratie. Die Sicherheit von Deutschland
ist sehr wichtig hier. Was sind die Sicherheitsinteressen? Es gibt nicht nur moralische Interessen, es gibt nicht nur juristische Fragen. Es gibt das, was fordert die Sicherheit von Deutschland. Deutschland wird nicht mit den USA konkurrieren, militärisch, nicht sehr bald. Es ist ein Blödsinn, dass Deutschland jetzt bewaffnete Drohnen haben will. Deutschlands Sicherheit liegt darin, die deutsche Verfassung einzuhalten, darauf zu insistieren, die UNO-Charta und in internationale Verhandlungen und Abrüstungen. Und wir sind mit euch dabei, weil unsere Sicherheit in den USA hängt auch davon ab, letztendlich. Danke.